Hallo allerseits und willkommen zum ersten Teil meines Bauberichts über den Ferret Mark II von Airfix im Maßstab 1:35. Hierbei handelt es sich um meinen Beitrag für den Wheeled Vehicles in Military Use Gruppenbau von Jorama Modellbau und Scale Bench Plastic Models hier auf YouTube, was mir auch den Vorwand liefert, dieses Projekt etwas näher zu beleuchten und für euch eine Art Mini-Baubericht zusammenzustellen. Wie ihr wisst, habe ich früher sehr aufwendig produzierte Bauberichte veröffentlicht, aber der Aufwand steht leider in keinem Verhältnis zum Nutzen und so möchte ich stattdessen in Zukunft etwas einfachere, sozusagen eingedampfte Bauberichte machen, bei denen ich mich dann eben aufs Wesentliche beschränke. Ich bin gespannt darauf zu sehen, wie das bei euch ankommt. Und falls es sich als ein gutes Konzept erweist, werdet ihr in Zukunft mehr Videoreihen in diesem Format auf meinem Kanal sehen. Gut, kommen wir nun auch schon gleich zum Punkt und reden über mein Projekt. Ich wollte schon lange mal einen Ferret der rhodesischen Armee bauen, aber leider fehlte mir da bis vor kurzem der geeignete Bausatz. Es gab nämlich bis vor kurzem nur recht teure und seltene Resin-Modelle des Ferret, bis eben Airfix Ende des Jahres 2023 einen Plastikspritzgussbausatz des Ferret auf den Markt brachte. Den Bausatz habe ich mir natürlich auch gleich geholt und in einem separaten Video für euch auch gleich ausgepackt. Den Link dazu findet ihr jetzt oben eingeblendet oder in der Videobeschreibung. Dabei sind mir auch schon ein paar Probleme an diesem Bausatz aufgefallen, mit denen sich dann der Modellbauer auch befassen sollte, um am Ende auch ein gutes Ergebnis zu erzielen. Gemäß der Bauanleitung, welche im Übrigen sehr gut ist, begann der Zusammenbau mit der Wanne und dem Innenraum des Ferret. Die Innenraumdetails sind leider etwas spärlich und auch ziemlich klobig, weshalb ich an dieser Stelle schon beschlossen habe, alle Luken an der Wanne geschlossen darzustellen. Die Platten der Unterwanne passten halbwegs gut zusammen, aber die Teile der Oberwanne wollten sich nicht so richtig zusammenfügen. Ich habe dann eben herausgeholt, was ging, dennoch blieben ein paar unschöne Stellen und kleine Spalten an der Oberwanne sichtbar. Vor allem das Dach des gepanzerten Aufbaus war eine echte Horrorshow und bedurfte einiger Nacharbeit. Die beiden an das Dach angegossenen Deckel habe ich vorsichtig mit einem Skalpell abgeschält und danach wurden die vorhandenen Lücken eben verspachtelt und das Dach mit einer Schmirgellatte dann plan geschliffen. Danach konnte ich die Deckel dann wieder aufs Dach kleben. Auch der Turm des Ferret machte mir einige kleine Probleme. Der Boden des Turms war in meinem Bausatz nämlich sehr stark verbogen. Ich habe den Boden, so gut es eben ging, mit den Fingern erstmal gerade gebogen und anschließend mit dem Turmring verklebt. Die Klammern hielten dann alles zusammen, bis der Kleber getrocknet war. Und so konnte das Teil dann begradigt werden. Währenddessen verklebte ich entgegen der Bauanleitung die Platten des Turmoberteils miteinander, was sich gut und ohne irgendwelche Passprobleme machen ließ. Als dann die beiden Turmhälften zusammenkommen sollten, zeigte sich leider, dass die Bodenplatte des Turms vorn und hinten etwas zu lang war. Wäre mein Turmboden nicht verbogen gewesen und wäre ich der Bauanleitung gefolgt, dann hätte ich wohl wieder ein paar Lücken zu füllen gehabt, also hatte ich da eigentlich Glück im Unglück. Nachdem ich den Turmboden vorne und hinten jeweils um ungefähr einen halben Millimeter gekürzt hatte, passte alles wunderbar zusammen und konnte verklebt werden. Die teilweise doch recht grobe Ausführung der Bauteile der Wanne und des Turms und die daraus resultierenden Passprobleme haben mich dann doch ein bisschen geschockt, muss ich zugeben. Das hätte ich bei einer Bausatzneuheit aus dem Jahr 2023 nicht erwartet, auch wenn der Hersteller Airfix heißt. Ich denke aber, dass Airfix aus den Fehlern lernt und der nächste Bausatz hoffentlich besser wird. Nachdem ich die Achsen und Federn an die Wanne geklebt hatte, was gut von der Hand ging, konnte ich mich einem wichtigen Detail zuwenden, das bei diesem Bausatz komplett außer Acht gelassen wurde, die Schweißnähte. An den Teilen des Bausatzes findet man nicht eine einzige Schweißnaht. Dieses auffällige Detail muss der Modellbauer selbst ergänzen. Glücklicherweise ist es nicht sehr schwierig. Wie sonst auch führen viele Wege zum Ziel. Man kann Schweißnähte aus Spachtelmasse erzeugen oder dafür spezielle Abziehbilder verwenden. Ich habe dafür gezogene Gießäste und Tamiya Extra Thin verwendet.
was wohl die am weitesten verbreitete Methode sein dürfte. Man trennt also ein gerades Stück aus dem Spritzrahmen heraus und erhitzt diesen mit einem Feuerzeug, bis der Kunststoff zu schmelzen beginnt. Danach zieht man das weiche Stück Plastik auseinander, wodurch ein dünner und ziemlich gleichmäßiger Plastikfaden entsteht. Das erfordert ein bisschen Übung, aber nach ein paar Versuchen bekommt man es gut hin. Diesen Plastikfaden kann man dann einfach entsprechend ablängen und mit Tamiya Extra Thin an die Stellen kleben, wo man eine Schweißnaht eben haben möchte. In diesem Fall betrifft es fast alle Kanten an der Wanne und am Turm des Ferret. Nachdem alles trocknen konnte, werden die aufgeklebten Plastikfäden nacheinander mit einer großzügigen Menge Tamiya Extra Thin bestrichen, welcher die Fäden aufweicht und uns die Möglichkeit gibt, mit einem Skalpell die typische Struktur einer Schweißnaht in den Plastikfaden einzudrücken. Das erfordert ein bisschen Zeit, es lohnt sich aber und ist eine sehr einfache und saubere Methode, um realistische Schweißnähte an einem Modell zu erzeugen. Nun konnte es mit dem übrigen Zusammenbau des Ferret weitergehen. Eine Sache, die mir immer wieder störend auffiel, waren die Auswerfmarken an einigen Teilen. Diese befinden sich zwar alle an Stellen, welche später nicht sichtbar sind, aber sie führten überraschenderweise trotzdem manchmal zu Passproblemen, wie etwa bei der großen Staukiste, welche an das lange Stück Schutzblech geklebt werden soll. Hier sollte man diese runden, hervorstehenden Auswerfer abschaben, denn sonst steht die Staukiste leicht über die Kante des Schutzblechs hinaus und das sieht einfach komisch aus. Auch die Sichtklappen des Aufbaus wollten nicht so richtig passen. Das lag an den innen angegossenen Rippen, welche sich in die Öffnung im Aufbau eben einpassen sollten. Leider waren diese einfach zu breit und passten gar nicht, weshalb ich die Rippen kurzerhand einfach entfernt habe. Das ist einfacher, als die Öffnungen im Aufbau zu vergrößern. Dem Bausatz liegen zwei Versionen für die Nebelwurfanlagen bei, eine mit gefüllten Töpfen und Deckeln und eine leere Variante. Ich habe mich für die leere Variante entschieden, das scheint damals bei der rhodesischen Armee so Standard gewesen zu sein. Die Nebelwurfanlagen sind einteilig ausgeführt und dementsprechend sehr hässlich. Zuerst habe ich den Grat erstmal abgeschabt und danach die Töpfe aufgebohrt. Es sollen ja schließlich leere Töpfe sein. Später habe ich dort noch zwei Flügelmuttern ergänzt. Dabei handelt es sich um Restteile eines Modells von Bronco und die Verkabelung aus Bleidraht noch hinzugefügt. Da der Ferret als einzige Bewaffnung ein Kaliber 30 Maschinengewehr trägt, beschloss ich, das eher fragwürdig aussehende Plastikrohr durch ein wahres Schmuckstück von Master zu ersetzen. Der Lauf und der Kühlmantel bestehen aus Messing und die Montage war sehr einfach und es wertet das Modell einfach gehörig auf, finde ich. Die Werkzeuge und das Sandblech für den Ferret sahen allesamt dermaßen hässlich aus, als ob der Bausatz irgendwann in den 1970ern oder 1980ern erschienen wäre. Da wäre das vielleicht okay gewesen, da wird man sich heute freuen, was für ein Klassiker der Bausatz ist. Nach heutigen Maßstäben ist es aber nicht so toll und ich konnte es nicht übers Herz bringen, damit mein Modell zu verschandeln. Glücklicherweise sieht man auf vielen Fotos rhodesischer Ferrets, dass diese Werkzeuge nicht an jedem Fahrzeug befestigt waren, so konnte ich diese Plastikknödel von Airfix ganz einfach weglassen. Stattdessen musste ich einige große Positionslöcher für die Werkzeuge auf der Frontplatte des Ferret verspachteln und verschleifen, was aber nicht so schlimm war, das sind wir ja mittlerweile auch schon gewöhnt, nicht wahr? Außerdem habe ich noch ein paar kleine Details auf der Frontplatte ergänzt, wie die leere Halterung für die Schaufel, welche ich aus einem Stück Messingdraht geformt habe, und ein paar andere Kleinigkeiten, die ich aus Plastikkarte hergestellt habe. Ein weiteres Detail ist die Antenne, welche dem Bausatz leider nicht beiliegt. Da habe ich mich ersatzweise für eine Messingantenne von Aber entschieden. Das ist eigentlich eine 2 Meter Antenne von Wehrmachtsfahrzeugen, aber die passt auch ganz gut für den Ferret. Ich habe die Antenne nur vorsichtig leicht nach hinten gebogen, wie man es auf manchen Referenzfotos sehen kann. Am Turm habe ich den Suchscheinwerfer weggelassen und stattdessen aus einem Stück Kupferdraht nur eine leere Aufnahme geformt. Im Gegenzug musste ich das große Positionsloch für das eigentlich vorgesehene Bauteil verspachteln. Wie man sieht, habe ich den Aufbau des Ferret noch mit etwas Mr. Surfacer 1000 behandelt
um zum einen einige unschöne Klebestellen zu verdecken und zum anderen den Teilen etwas mehr Oberflächentextur zu geben. Denn die Teile sind stellenweise für meinen Geschmack zumindest zu glatt. Was mir an diesem Bausatz sehr gut gefallen hat, sind die Reifen. Diese sehen sehr überzeugend aus und die Klebenaht zwischen den beiden Reifenhälften ließ sich ohne Probleme sauber verschleifen. Man könnte vielleicht auf belastete Reifen aus Resin zurückgreifen, welche das Gewicht des Fahrzeugs besser simulieren, aber für Reifen direkt aus einem sonst etwas dürftigen Bausatz sind die echt ziemlich gut. Es gäbe noch viele weitere Verbesserungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel diese Ösen am Turm, die im Bausatz nur durch angegossene Plastikstreifen angedeutet sind, oder die Lüftungsschlitze hinten am Motordeck. Das sieht auch nicht so schön aus, finde ich. Gut, damit wäre soweit alles zur Montage des Farrad Scout Car Mark II von Airfix gesagt. Wie man sehen konnte, ist der Bausatz doch mit einigen Problemen behaftet, die sich aber mit etwas Eigeninitiative vergleichsweise gut beheben lassen. Ich denke, der Zurüstmarkt wird bald darauf reagieren, vor allem bessere Werkzeuge wären echt wünschenswert. Von Aber gibt es bereits ein Foto-Ads-Teilset, wovon ich aber eigentlich nur das Sandblech interessant finde. Den Rest braucht man nicht unbedingt. Von DevModel gibt es bald einen schönen Reifensatz. Der ist aber eigentlich überflüssig, weil die Plastikreifen von dem Airfix-Bausatz, die sind eigentlich voll okay. Aber wer möchte, kann da ja noch ein bisschen das Ganze aufrüsten. Alles in allem bietet der Farrad von Airfix endlich einen kostengünstigen Plastikspritzgussbausatz dieses ikonischen Fahrzeugs aus der Zeit des Kalten Krieges und dafür bin ich sehr dankbar. Ohne diesen Bausatz wäre es deutlich teurer und nicht weniger mühsam gewesen, so einen rhodesischen Farrad zu bauen. Daher kann ich über einige offensichtliche Schwächen, vor allem was die teilweise üble Passgenauigkeit betrifft, hinwegsehen. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich bisher nicht nur den Farrad gebaut, sondern ich habe mich auch schon um das Drumherum gekümmert. Auch darauf möchte ich etwas näher eingehen. Figuren von rhodesischen Soldaten sind auf dem Markt so gut wie nicht vorhanden, was ich sehr schade finde, aber man kann sich mit ein paar Tricks behelfen. Die Uniformen und die Ausrüstung der Australier aus der Zeit des Vietnamkrieges ist den rhodesischen Uniformen aus der zweiten Hälfte der 1970er Jahre ziemlich ähnlich. Daher habe ich als Alternative auf zwei Resinfiguren von Callsign Model zurückgegriffen, welche eben zwei australische Soldaten in Vietnam darstellen sollen. Der eine ist ein Infanterist, der andere ein Schützenpanzerkommandant. Die Montage war ziemlich einfach. Den Infanterist habe ich einfach so zusammengebaut, wie er gehört. Beim Fahrzeugkommandant habe ich den Kopf durch einen Resinkopf mit Barett von Hornet ersetzt. Das passt einfach besser, finde ich, als der ursprüngliche Kopf, der trägt eben keine Kopfbedeckung. Die unvermeidlichen Lücken an den Übergängen zwischen den Schultern und den Armen habe ich dann noch mit etwas Mr. Surfacer verschlossen. Die Details an den Figuren sind ziemlich schön, was mich sehr positiv überrascht hat. Ich hatte bereits in der Vergangenheit Figuren von Callsign Models verwendet und war damals alles andere als angetan von der Qualität und dem Detailgrad. Danach habe ich mich an den Sockel gemacht, denn schließlich wollte ich das Modell wie sonst auch in Szene setzen, auf so einem kleinen Diorامensockel, wie sich das eben gehört. Als Basis dient ein Holzbrett, welches groß genug ist, um dem Farrad, den Figuren und auch ein bisschen afrikanischen Busch Platz zu bieten. Muss nichts Weltbewegendes sein. Klein, aber fein reicht. Die Kanten des Holzbretts wurden anschließend mit Balsaholzplatten beklebt und das Innere mit Styropor und Styrodur aufgefüllt. Normalerweise verwende ich nur Styropor, da ich aber eine passende Styrodurplatte zur Hand hatte, kam eben diese auch gleich zum Einsatz. Warum denn nicht? Ich verschwende ungern Material. Etwas Klebeband hält alles an Ort und Stelle, bis der Holzleim durchgetrocknet ist. Das ist auch ganz wichtig. Holzleim greift Styropor nicht an. Andere Klebstoffe sind da ein bisschen schwieriger. Deswegen da immer, wenn es irgendwie geht, Holzleim verwenden.
Danach wurden die Ecken sauber zugeschliffen und die Geländekontur aus dem Sockelrohling herausgeschnitten. Ich habe mich hier für eine leicht abfallende Straßenkurve mit leicht ansteigendem Gelände dahinter entschieden. Es muss nicht immer was Spektakuläres sein. Um der Oberfläche des Sockels etwas mehr Stabilität und Griffigkeit zu geben, wurde der Sockel mit einer dünnen Schicht Mörtel überzogen. Nach dessen Trocknung kam dann noch eine Schicht Modelliermasse darüber. Ich verwende dafür sehr gerne lufttrocknende Modelliermasse mit dem Namen Fimo Air Basic von Stettler. Auf Fotos von den Einsätzen der rhodesischen Armee im südafrikanischen Busch sieht man häufig abgestorbene Bäume, was auch in so einer Szene sehr interessant aussehen kann. Ich habe mir so einen Baum einfach selbst hergestellt, indem ich an einen vertrockneten Zweig eines Buchsbaumbusches noch weitere dünne Zweige geklebt habe. Ja, dafür verwendet man am besten Sekundenkleber und es ist auch hilfreich, an manchen Stellen mit einem dünnen Bohrer ein kleines Loch zu bohren, wo dann der betreffende Zweig eben auch gut reinpasst. Dann wird das Ganze sehr stabil und es geht auch flott von der Hand. Danach habe ich ein dünnes Loch in die Oberfläche des Sockels geschlagen und in dieses Loch den Baum eingeklebt, auch wieder mit Holzleim. Darauf folgten einige unterschiedlich große Kieselsteine, die ich zusammen mit etwas mehr Modelliermasse in die Oberfläche eingearbeitet habe. Die sollen diese Felsformationen darstellen, die man häufig in Südafrika im Busch antreffen kann. Ja, und das wäre es auch schon mit meiner Zusammenfassung. Damit wäre jetzt alles bereit für die Bemalung. Darum werde ich mich dann im zweiten Teil des Bauberichts kümmern und um alles weitere, was nötig ist, um das Projekt auch gleich zum Abschluss zu bringen. Ich hoffe, euch hat der erste Teil des Bauberichts gefallen und ihr freut euch schon drauf zu sehen, wie es damit weitergeht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.